Hallo und herzlich willkommen auf NForce Tech TV, dem digitalen Format der NForce Tech. Wir sind bei NextTorch und ich bin hier mit dem Peter. Peter hat jetzt einen Schnurrbart und ist eigentlich Rosi. Rosi, grüß dich, schön dich zu sehen. Moin. Wir haben im letzten Jahr auf der NForce Tech die WL62 vorgestellt. Genau, den in der Prototyp-Variante. Jetzt ist sie final da, die Waffenlampe. Genau. Magst du sie uns einmal kurz im Detail zeigen? Ja, war ein paar Jahre harte Arbeit. Das glaube ich. Für uns war entscheidend, dass wir alles so einfach wie möglich machen. Das ist die Bedienung, die sich im Grunde genommen nicht verändert hat. Alles nach hinten, alle 3 Schalter nach hinten heißt sicher, alle 3 Schalter nach vorne heißt, ich bin einsatzbereit. Und zwar auf Helligkeit. Beispiel, wenn ich jetzt Also hier visuell. bei Helligkeit, dass ich visuell meine Lampe zuschalten kann. Ich kann meinen Laser zuschalten oder beides zusammen. Intuitiv, weil links ist eine Lampe, Beleuchtung, Weißlicht, IR-Licht, rechts ist Laser, visuell oder IR. Und dann entsprechend kann ich auch wechseln zwischen den Modulen. In diesem Falle habe ich jetzt alles auf Tag, also visuell, Weißlicht und visuellen Laser. Und wenn ich jetzt beispielsweise, warum auch immer, eine Beleuchtung mit IR haben will, aber vorbereitet sein will, dass alle sehen können, was ich zum Beispiel markiere, dann lasse ich den einfach auch visuell. Wenn ich jetzt andersrum bei Dunkelheit mich vorarbeite und mit einem IR-Laser zielen will und schießen will, dann stelle ich den so ein. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Nacht mit der BIF-Brille es hell wird, ich lasse das rechte Auge meist frei, könnte ich sofort mit dem Rotpunktvisier schießen. Darum dreht sich im Grunde genommen alles. Für den Anwender soll alles so leicht wie möglich sein. Sachen, die wir geändert haben, ist zum Beispiel die Verriegelung. Die war am Anfang die Montage. Für die Montage selber. Die haben wir verändert. Die ist jetzt ein bisschen mehr sexy geworden. Was wir nicht verändert haben, ist, wir haben jetzt die Bedienung direkt mit der Hand. Darum dreht es sich ja, wenn es irgend geht, keine Kabel nehmen. Aber natürlich die Forderung, MP5, wenn ich die habe, dann habe ich einen seitlich, den braunen Taster. Der ist genauso aufgebaut wie der hier. Dann vielleicht noch in Sind die Rampen nicht neu auch? Also die Schutzbacken? Wollte ich gleich sagen, von der Haptik. Dann haben wir den Schalter, den wir nehmen können. Und das ist nur eine Blindbox, dass wir die für den Einsatz auf High oder fürs Training auf Low, wenn wir denn wollen, auch tatsächlich fixieren können. Und was man jetzt hier sehen kann von außen, was wirklich anders ist, das sind halt diese Stege, dass ich auch mit dickeren Handschuhen im Winter fühlen kann, wo ich bin. Befinde ich mich links, Mitte oder rechts? Ja. Sehr gut. Kabelschalter hat sich, glaube ich, auch, oder war der schon die ganze Zeit so, dass der die haben wir so gemacht, dass wir den seitlich reinsetzen können. Genau. Und dann ist er lang genug. Und er ist vor allem nicht im Weg bei den Tasten, weil viele Geräte haben das ja hinten und dann ist es in der normalen, also es ist eigentlich für Tastenbetrieb optimiert und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja optimiert für den Handbetrieb und optional. Aber witzig ist halt, dass es, wenn jetzt einer unbedingt Kabel haben will, könnte man es ansetzen und es würde nicht stören. Ja, genau. Also auch andersrum stört es nicht. Perfekt. Ja, super. Dann haben wir, denke ich, für die WL62 alles gesagt. Ist für Behörden natürlich in Deutschland verfügbar. Ab wann, wissen wir das schon? Nee, wissen wir noch nicht. Aber dieses Jahr soll es rauskommen. Dieses Jahr soll es rauskommen. Also ich bin viel gefragt worden mit den komischen Ausdrücken Laser Ready, was ich denn damit mache. Damit ist eigentlich gemeint, wir kennen alle das Low Ready, ich denke mal alle Compressed Shoulder und so, das kennen wir alles. Der große Vorteil ist, ich kann alles sehen. Ja. Und wenn wir jetzt hier mitarbeiten mit einem Laser, will ich ja auch die Vorteile nutzen. Möglichst viel sehen. Ja. Das heißt, in dieser Funktion gehe ich in Anschlag, habe zum Beispiel meine BIF-Brille auf, kann alles sehen und bin trotzdem sofort einsatzbereit. Das ist mein Laser Ready. Alles andere ist wie früher. Dann bin ich gefragt worden, wie meintest du das mit dem Notvisier? Hatte ich angedeutet. Viele nehmen ja Notvisier mechanisch. Und ich sage halt, wenn wirklich mal die Optik ausfallen sollte, dann nehme ich ganz normal meinen Laser und ziele über meinen Rotpunkt, der nicht mehr funktioniert, Batterie leer oder sonst irgendwas. Und für den Einzelnen ist das genauso schnell, als wenn ich den Rotpunkt hier drin habe, den Laserpunkt. Weil sie aufeinander ausgerichtet sind. Ja, nicht nur. Ich habe den Vorteil, dass das für mich, wenn ich jetzt in Anschlag gehe, schieße ich wie immer am Tage. Ja. Nur, dass der Ausgefallene dann ausgeglichen wird mit den Laser von den Laserlichtmodulen. Ja. Das heißt, ich brauche kein extra Training. Ich nutze diese Technik auch. Ich schieße natürlich viel, viel öfter und schaue hier durch. Ne? Vom Anschlag, ich arbeite mich durch. So, warum soll ich jetzt was ändern? Ja. Ohne Not. Anders ist es ja mit der BIF-Brille. Ne? Wenn ich jetzt mich also vorarbeite mit der Nachtsehbrille, ich arbeite mich vor, dann nehme ich ihn so hoch wie möglich, so tief wie nötig.
Aber nochmal, diese eine Option mehr, Notvisier im Nahbereich, das ist, wird viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach. Ich mache es auch in ganz normalen Training immer mal wieder, dass man Notbetrieb abarbeitet. Es endet natürlich dann, wenn ich draußen bin am Tage. Irgendwann hat der Laser seine Leistungsgrenze erreicht. Ich kenne aber da so einen Mann mit Schnurrbart, der hat da so ein Buch geschrieben, Combat Rifle heißt das, Ja, glaube das ich. ist natürlich auch drin. Und da steht das alles drin. Ja. Also, Aber ich bin trotzdem habt ihr gefragt das noch worden- nicht gelesen da draußen? Ja. Ich glaube, da habe ich sogar 1000 Tipps drin. Nee, Habe ich noch nicht gelesen. ich bin gefragt worden, gerade wenn ich mit Beamten, dann hat man mal was aufgeschnappt, Ja, na wie klar. macht Rosi das Natürlich. und so. Es ist so einfach, Ja. man muss ja mal drauf kommen. Gut. Gut, dann legen wir die WL62 inklusive der Waffe mal zur Seite. Ich würde sie übernehmen, damit du die Hände frei hast. Ja. Und wir haben letztes Jahr auch die TA70 vorgestellt, visuell, Taschenlampe. Und wir haben hier nochmal eine TA70, aber die hat noch einen Buchstaben mehr. Was kann die? Was Genau, ist das ist die TR70L und die L steht für Laser. Die taktische Herausforderung ist ja, wenn wir mit Tripwire oder Stolpertreten arbeiten, Sprengfallen, dass sie super schwer aufzuklären sind. Da gibt es den Tripwire-Sensor, heißt das Ding, und dann Ja. arbeitet man sich vor. Aber das ist halt, wie fühle ich das? Man kann es ein bisschen sehen. Wir wollten zusätzlich zu diesem Tripwire etwas Optisches haben mit einem Laser gearbeitet, mache ich seit Jahren im Ja. Übrigen. Aber da habe ich meistens so einen Laserpunkt. Kann man vielleicht sehen. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier arbeite und ich schwenke so, dann blitzt der Laser irgendwo außerhalb der Linie auf. Ja. Und da muss dann ja irgendwas dazwischen sein. Das kann man aber leicht übersehen. Und deswegen Ja. haben wir eine zweite Funktion, und zwar diesen Strich. Und wenn ich jetzt hier mich vorarbeite, dann sehe ich einen geraden grünen Strich, einen Laserstrich, aber an einer Stelle, wo es nicht reingehört. Ist er Das ist dort, unterbrochen, wo der Draht ist. Ja. Das heißt, für uns ist der Schrecken von diesen Stolperfallen Ja. auf jeden Fall etwas geringer. Wir nutzen das vor allen Dingen natürlich im urbanen Gelände. Ja. Ja, das ist der Hauptvorteil. Und wir sehen, es ist halt immer noch klein. Die Leistung ist so wie die andere TR70 auch, plus der Laser aus taktischer Sicht. Warum haben wir einen Pointer gemacht und einen Laserstrich? Pointer ist natürlich auch zum Markieren gut. Ja. Ne? Und deswegen Klar. haben wir jetzt gesagt, ja, machen wir nur den Strich. Den Strich kann man schlecht zeigen, wo jetzt irgendeine Eindringstelle ist Ja, oder so. genau. Deswegen haben wir jetzt beides genommen. Es ist ja auch eine Sache, die wir nicht unbedingt immediately brauchen. Ne? Das Ja. reicht ja, ne? 1, 2, jetzt habe ich das, was Genau. ich brauche. Und dann drücke ich halt einmal Finde ich mehr super. drauf, bis das richtig ist. Ja. Schön einfach, auch hier, das kann jeder, der es einmal gesehen hat, anwenden. Was wichtig ist trotzdem, man muss das Gehirn und das Auge ein bisschen trainieren, dass man von diesem Strich und diesen zusätzlichen Stern, Ja. wo es am Draht, ne, wo es aufblitzt, dass wir das nochmal im Hinterkopf behalten, dass das nicht einfach nur technisches Gerät und das funktioniert. Ja. Wir müssen damit auch ein bisschen das Gehirn klar. dran gewöhnen, dass man das erkennen kann. Ja. Noch eine letzte Frage. Hast du denn, seit die TR70 jetzt draußen ist, sie privat auch mal ein bisschen benutzt, mal im Alltag getragen? Oder? Tatsächlich. Ja. Mein alltägliches ist natürlich die kleine Lampe. Ja. Da bleibe ich auch bei. Aber ich habe sie natürlich benutzt. Ja. Und wenn ich ein bisschen Aufmerksamkeit haben will, dann ist sie natürlich absolut der Hammer, weil sie halt so tierisch hell ist. Ja. Und so ein Hosentaschenschmeichler, Ist sage ich immer. richtig. Was witzig ist, so immer mehr Personenschützer Ja. gehen jetzt darauf los, weil sie halt auch im Anzug zu tragen ist, Ja. weil sie so schön flach ist. Ja. Und hier kann ich tatsächlich, du weißt es auf jeden Fall, ich bin da kein Fan von den Hosenclip. Ja. In diesem Falle absolut notwendig. Und wenn ich jetzt in die Schießausbildung, ist auch bei mir integriert, die TR70 natürlich. Man kann nicht alles machen. Ja. Es ist halt ein Kompromiss. Ne? Sie muss flach sein. so. Also einige Anschläge sind nicht Ja. möglich oder unzweckmäßig. Egal, ich kann auf jeden Fall meinen Auftrag erfüllen. Ja. Und was sagst du zur Akkuleistung? Das war ja der größte Kritikpunkt bei uns draußen auf dem Kanal, dass die alle gesagt haben, die hat einen internen Akku und das hält nicht ewig. Also ich habe es jetzt ja auch schon seit Beginn in Benutzung und ich habe sie, glaube ich, 1- oder 2-mal geladen. Also sie hat diese Lock-Funktion ist Killer, finde ich. Weiß nicht, ob du es auch so empfindest, aber entlädt sich absolut nicht bei mir. Bei von mir auch alleine. nicht. Also ich benutze sie jetzt von Anfang an, von der Erprobung, Ja. Prototyp bis jetzt. Wenn ich über Nacht denke, wie oft ich sie wirklich geladen Ja. habe, gar nicht. Also die hält wirklich lange. Das ist wirklich Ich habe auch noch nie Wahnsinn. gehört, dass sich einer beklagt hat. Eben. Also bei mir. Also für euch da zur Beruhigung, selbst der Rosi sagt es und der Rosi lügt nie. nee. Macht er nicht. Wenn scheiße ist, ist scheiße. Genau. Ja. Ist so. Ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Weil Ah, schön. schön Feierabend. So wie So in dem Motto. Rosi, herzlichen Dank für die kurze Gerne. Vorführung.
Alle Informationen zu NextWatch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir sind raus und schauen mal, was es auf der Enforce-Tech noch so zu sehen gibt. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, natürlich die Glocke klicken und den Kanal abonnieren. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ciao.